Hi, ich bin Mario und bin ja eigentlich fürs Fahrradfahren bekannt, aber im Alter von 30 Jahren bin ich mal einen Marathon gelaufen, damals in 3 Stunden und 52 Minuten und jetzt, 10 Jahre später und leider auch fast 10 Kilo schwerer, habe ich mich wieder für einen Marathon angemeldet. Diesmal möchte ich den möglichst unter 3 Stunden 35 Minuten laufen. Bis dahin sind es jetzt noch 6,5 Monate Zeit und über meine Vorbereitung auf den Marathon mache ich diese Videoreihe. Das ist das erste Video. Diese Themen werde ich jetzt behandeln. Los geht's. Was tun im Winter? Aktuell ist Mitte Oktober, der Herbst ist da, der Winter steht vor der Tür und ich möchte jetzt einfach weiter Sport machen, fitter werden und auch Gewicht verlieren. Meine Sportarten sind das Radfahren und das Laufen, wobei ich Radfahren im Vergleich weniger passend finde im Winter, denn wegen des Fahrtwinds ist es oft zu kalt und wegen der Nässe zu dreckig. Aber Laufen finde ich im Winter sehr passend, denn der größte Vorteil ist für mich da die kühle Witterung. Denn, und jetzt aufgepasst, kühles Wetter ist das perfekte Laufwetter. Nicht im Sommer bei 25 Grad und Sonne. Denn beim Laufen produziert man sehr viel Körperwärme. Der ganze Körper ist in Bewegung, du musst jeden Meter selbst laufen und kannst nicht wie beim Fahrradfahren mal 100 Meter rollen lassen und du hast auch keinen Fahrtwind. Also, der Körper produziert von innen sehr viel Wärme und darf ähnlich wie der Automotor nicht überhitzen. Der wird ja auch auf 90 Grad oder sowas runtergekühlt und da kommt für uns dann das kühle Wetter genau richtig. Das bringt die notwendige Abkühlung von außen, man fühlt sich besser und ist leistungsfähiger. Deswegen also Laufen und ein Marathon ist da doch mal wieder ein richtig geiles Projekt. Welcher Marathon? Dann habe ich mir also die Frühjahrsmarathons 2025 angesehen und habe mich für den Haspa-Marathon Hamburg entschieden. Der ist am 27. April 2025. Der ist zwar etwas weiter weg von meinem Wohnort, aber es gibt viele Teilnehmer. Es geht direkt durch die Stadt. Die Stimmung dürfte überall gut sein. Es ist flach. Es gibt alle 5 Kilometer eine Zeitnahme, das ist mir auch wichtig, und eine gute Verpflegung. Ja, dann habe ich mich also dafür angemeldet und einen Tag später ist was richtig Geiles passiert. Also dazu muss ich sagen, in den letzten 1, 2 Jahren hatte ich mich eigentlich damit abgefunden, dass ich nicht mehr so schnell bin wie früher. Und aktuell laufe ich auch mit Anne einfach die 10 Kilometer in 60 Minuten, jetzt in der dunklen Jahreszeit, damit sie überhaupt laufen gehen kann. Ja, und einen Tag später gehe ich dann eben 10 Kilometer alleine laufen, habe mich gut gefühlt, bin schnell gelaufen, ja, und dann ist da eine Pace von 4,37 bei rausgesprungen. Da war ich richtig happy mit. Das hat nochmal einen echten Schub gegeben. Ich habe gemerkt, ja, es geht ja doch noch was, ich kann ja doch noch schnell laufen. Ja, und jetzt habe ich richtig, richtig Bock. Meine Laufvergangenheit. Da man mich ja hier hauptsächlich vom Radfahren kennt, ich jetzt aber so viele vom Laufen erzähle, macht es, denke ich, schon Sinn, dass wir uns einmal gemeinsam meine Laufvergangenheit ansehen. Und ihr seht schon, ich habe hier das Notebook auf dem Schoß, die Bildschirmaufnahme läuft schon und ich bin hier auf Garmin Connect, denn ich hatte in den vergangenen Jahren immer Garmin-Laufuhren und alles, was ich so aufgezeichnet habe, sehen wir jetzt also hier. Und wir gehen mal dann hier links auf Berichte, gehe hier unten auf Fortschrittsübersicht. Bei Filter sagen wir nach Jahr gruppieren und alle Aktivitäten bitte nur Laufaktivitäten. So, und jetzt sehen wir hier eine Jahresübersicht. Laufen tue ich, glaube ich, schon seit dem 16. oder 17. Lebensjahr. Damals habe ich noch Fußball gespielt und damit die Kondition ein bisschen besser ist, war ich laufen. Habe dann begonnen mit 2, 3 Kilometern, dann irgendwann waren es mal 5, dann eine ganze Zeit 10. Dann habe ich irgendwann den Sprung gewagt auf 20 Kilometer und ich glaube, das war so im Jahr 2000, nee, im Alter von 25, da habe ich mich, glaube ich, schon mal für den Hamburg-Marathon angemeldet. Ist dann nichts geworden, weil ich in der Vorbereitung krank geworden bin. Ja, und dann sehen wir jetzt hier am Bildschirm, ab 2013 hatte ich halt Garmin-Uhren. Ich glaube, das war so ab April. Und in 13 ist es dann mit dem Laufen so richtig losgegangen. 83 Mal war ich, knapp 1000 Kilometer. Habe mich da auch für den Frankfurt-Marathon angemeldet, bin aber in der Vorbereitung krank geworden, habe das nicht richtig auskurieren können und mit ja, Atemwegsproblemen da an den Start gegangen, habe mich dann bis Kilometer 30 da durchgequält mit Gehpausen, bin dann ausgestiegen. Ja. Krank an den Start von einem Marathon gehen, das macht man genau einmal und danach nicht mehr.
Ja, nächstes Jahr 2014, das war das Jahr mit dem erfolgreichen Marathon. Ich bin sehr viel laufen gewesen, 1970 Kilometer. Und die Vorbereitung war einfach mega. Es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte keine Probleme, keine Verletzungen, keine Erkältungen. Und ich wollte den Marathon unter 4 Stunden laufen. Das habe ich mit 3 Stunden 52 ganz locker und kontrolliert geschafft. Ich bin halt erstmal relativ langsam losgelaufen und dann ab Kilometer 22, wenn es dann nur noch 20 Kilometer sind, was eine Distanz ist, die ich einfach sehr gut kenne, das konnte ich dann irgendwie abschätzen. Da habe ich dann die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht. Das sieht man hier auch an den 5-Kilometer-Splits von damals. Und wenn wir hier links hinschauen, dann sehen wir auch die erste und die zweite Hälfte, wie viel ich dafür gebraucht habe. Und wir sehen, es ist ein Negativsplit. Das meint, dass die zweite Hälfte schneller war als die erste. Ich glaube, das waren jetzt so 5 Minuten. Ich sehe es gerade nicht. Das ist auf jeden Fall fürs Gefühl besser, weil du am Ende dann noch dich besser fühlst, du noch ein paar Leute überholst. Ich habe mir auch das bei den anderen Leuten angesehen, die so ungefähr meine Zielzeit hatten. Da war das genau andersrum. Die sind früh gestartet und dann nach hinten hin deutlich abgefallen. Ich denke, das ist dann schwieriger, wenn man sich am Ende schlecht fühlt, als wenn man sich noch ein bisschen besser fühlt, noch den einen oder anderen überholt. Ja, das war in 2014 sehr cool. Dann das nächste Jahr, 2015, deutlich weniger gelaufen. Das lag wahrscheinlich daran, dass da die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung losging. Das ist ein Jahr fast nur Lernen. Du wirst noch 4 Monate freigestellt vom Arbeitgeber. Deswegen, das war das Projekt und weniger laufen. Habe ich dann auch Anfang 2016 bestanden, die Prüfung. Und in 16 bin ich dann auch wieder richtig viel gelaufen, aber ohne Ziel. Ich habe mich, glaube ich, nicht für einen Marathon angemeldet. Ich laufe einfach wirklich gerne 10, 20, 25, 30 Kilometer. Oft, glaube ich, bin ich da gelaufen, so von Esslingen am Neckar entlang nach Stuttgart und zurück. Einfach sehr cool. Wenn man rechts hinschaut, ist das auch das Jahr mit der besten oder geringsten Durchschnittspace mit 5 Minuten 9. Dann 2017 das aktivste Jahr mit 1987 Kilometer. Da habe ich mich auch wieder für den Frankfurt-Marathon angemeldet. Vorbereitung lief soweit auch super. 8-mal 30 oder mehr Kilometer gelaufen. Ich glaube 3-mal sogar 35. Ich hatte die Kilometer so in den Beinen. Konnte die mit 5 Minuten 8 laufen, das weiß ich noch. Deswegen auch die Zielzeit damals von 3,35. Das wollte ich damals laufen, als auch jetzt wieder. Aber am Montag vorher bin ich krank geworden. Und zwar so richtig. Ja, und dann war es das wieder. Ja, 2018 schon deutlich weniger Laufen gewesen, sieht man. Ich glaube, relativ viele lange Läufe, aber von der Anzahl her weniger. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da dann die Vorbereitung auf auf das Wirtschaftsprüferexamen losging. Da wird dann einfach weniger gelaufen. 2019 bin ich dann, ich habe die Prüfung nicht bestanden und ich muss da offensichtlich dann auf die Apple Watch umgestiegen sein, weil dann hier keine Aufzeichnungen mehr sind. Das habe ich dann damals getrackt mit Runtastic und Strava. Und ja, ab 2020 bin ich ja dann vermehrt auch Fahrrad gefahren. Deswegen fehlen die Jahre dann hier einmal, aber ist auch gar nicht so schlimm, weil ich da nicht so viel laufen war. Ja, und jetzt habe ich seit September wieder die Garmin-Uhr. Das ist jetzt eine Garmin Fenix 8. Und deswegen sieht man jetzt hier ab 2024 wieder die ersten Laufaktivitäten. Ja, das war mal so meine Laufhistorie. Da war ich mal, da würde ich gerne wieder hinkommen. Cool wäre eigentlich, wenn ich die 2000 Kilometer in einem Jahr nochmal knacken würde. Das wäre eigentlich so ein Ziel, aber da ich ja auch Fahrrad fahre, was ich damals halt gar nicht gemacht habe, glaube ich nicht unbedingt, dass ich das nochmal schaffen werde. Persönliche Bestzeiten. Auf meine persönlichen Bestzeiten will ich auch nochmal kurz eingehen, die blende ich hier ein. Ja, wir sehen rechts, ist schon alles einige Jahre her, aber das macht es ja auch so interessant. 5 Kilometer ist nichts, worauf ich je irgendwie trainiert habe, das ist irgendwo mal bei entstanden. 21 Minuten 7 mit einer Pace von 4,13, ja, finde ich uninteressant eigentlich. 10 Kilometer ist etwas, worauf ich es wirklich dann auch mal angelegt habe. Bestzeit 42 Minuten 47 Sekunden, Pace 4,17, bin ich in 2017 mal gelaufen, da unten am Neckar.
Ja, also 45 Minuten sehe ich jetzt kein Problem mehr. Das werde ich bald auf jeden Fall schaffen. Ob ich hier nochmal drankomme, ja, hätte ich eigentlich schon nochmal Bock, das anzugreifen. Mal schauen, ob das klappt. Halbmarathon 1:34:52, 2016 beim Stuttgartlauf. Ja, 4:30er Pace. Also für mich eine 4:30er Pace beim Halbmarathon ist schon gefühlt einfach durchgängig Rennen. Und wer den Stuttgartlauf kennt, der weiß, dass da einige Höhenmeter sind. Also das war richtig schmerzhaft. Das hat richtig wehgetan. Aber ja, genau, ich wollte unter 1:35 laufen und habe es dann noch um 8 Sekunden geschafft am Ende mit einem Schlusssprint. Ja, ja, war ein krasser Lauf, tat aber auch richtig weh. Ja, Marathon 3:52, mehrmals angesprochen schon, sollte kein Problem sein, das zu schlagen. Mein Trainingsplan. Zu meinem Trainingsplan und der Vorbereitung gehört auch immer ein bisschen Literatur, denn man kann ja vieles falsch und vieles richtig machen und wenn man da etwas hat, wo man kurz mal nachschlagen kann, ist es gut. Es gibt verschiedene Bücher. Ich habe hier das Standardwerk, die Laufbibel von Dr. Matthias Marquardt, jetzt schon in der 3. Auflage, also ich habe es in der 3. Auflage jetzt mir die aktuell neueste nochmal besorgt, hat 14 Kapitel. Ich habe da jetzt auch schon nachgeschlagen, wann ist nochmal der richtige Zeitpunkt fürs Dehnen, wie mache ich nochmal einen Fettstoffwechsellauf und was ich mir auf jeden Fall noch angucken muss, ist das Thema oder Kapitel zur Ernährung. Ich lese einmal kurz hier durch die 14 Kapitel durch, was ist drin. Einführung, Lauftechnik, Trainingssteuerung, Trainingsplanung, Grundlagen des Athletiktrainings, die Trainingspläne, kommen wir gleich auch noch zu, Wettkampf, Regeneration, Laufschuh, Bewegungsanalyse, Einlagenversorgung, Laufbekleidung, Ernährung, Laufverletzung. Ja. Und genau, dann kamen wir gerade zu den Trainingsplänen. Das mache ich jetzt. Scheiße. Das mache ich jetzt mal hier eben live. So, also ich mache hier Aufnahme starten, Bildschirmaufnahme. Gehe hier auf die Homepage von matthiasmarquardt.com und hier oben hat man Trainingspläne für den Halbmarathon, für den Marathon. Das gucken wir uns einmal kurz an, was ich mir da geholt habe. Man kann das entweder machen nach Distanz, also mehr Strecke, weniger Intensität, oder hier unten Intensity, weniger Strecke, mehr Intensität, wenn man zum Beispiel weniger Zeit hat. Aber ich mache gerne lange Läufe, also habe ich mir den Trainingsplan hier nachgeholt. Und ich mache die Trainingssteuerung auch nach Pace, deswegen habe ich diesen gewählt. Unten gäbe es noch Trainingssteuerung nach dem persönlichen Herzfrequenzmaximum. Dazu komme ich vielleicht im nächsten Video mal. Aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden, also Distance und Pace, klicke hier drauf und dann habe ich Trainingspläne nach verschiedenen Zielzeiten. Ich habe den für 3:30 gewählt, ich will ja 3:35 laufen und ja, kostet schlanke 13 Euro. Und hier können wir uns einmal Muster anschauen für einen Halbmarathonplan. Da sind halt ein paar einleitende Seiten, dann hier die verschiedenen Zonen dargestellt. Hier mal so ein Trainingsplan schematisch. Gibt immer auch freie Tage, unterschiedliche Trainingsaktivitäten. Hier nochmal die Wochenkilometer im Überblick, über 3 Wochen ansteigend, 4. Woche wieder weniger, 3 Wochen ansteigend, 4. Woche weniger. So sieht das bei mir dann auch aus. Und hier sieht man nochmal die verschiedenen Trainingseinheiten beschrieben. Was ist ein Fettstoffwechsellauf, Dauerlauf, Tempodauerlauf, Fahrtspiel, Intervalltraining, Steigungsläufe. Und dann sind auch Sachen dabei, wie zum Beispiel Lauf ABC, Black Roll, Stretching und so weiter. Ja, so einen habe ich mir geholt, kann ich jetzt nicht zeigen, weil man muss ja kaufen, ich darf es ja nicht vervielfältigen oder veröffentlichen. Und der geht 16 Wochen. Das bedeutet aber nicht, dass die Marathonvorbereitung 16 Wochen gilt oder dauert, sondern es beschreibt nur die letzten 16 Wochen. Davor muss natürlich auch was passieren. Und das führt uns dann gleich nochmal zu Garmin Connect. Was ich auch mache, was ich jetzt auch suchte, ist der Podcast, der Marathon-Podcast. Habe ich vorne angefangen. Ich glaube, der ist in 2023 gestartet. Ja, kann ich auch empfehlen. Und dann, genau, wechseln wir jetzt gleich nochmal zu Garmin Connect. Einleitend muss ich sagen, dass ich ja die neue Garmin Fenix 8 habe. Das ist eine Multisportuhr und die trackt nicht nur meine Sporteinheiten, sondern auch meinen Schlaf oder die Herzfrequenzvariabilität. Und alle Daten, die diese Uhr also aufzeichnet, haben wir dann wieder in Garmin Connect.
Und bevor ich jetzt auf den Trainingsplan eingehe, was ich wirklich genial finde, führe ich einmal kurz hier über die Startseite. Im Fokus habe ich hier den Trainingszustand, Radfahren, Laufen, Sleep Score, okay, im Überblick. Wir gehen mal auf alles anzeigen. Trainingsbereitschaft ist gerade mäßig. Belastungsfokus ist bei mir so, dass hochaerob zu gering ist, also der orange Bereich muss hier noch weiter in den schraffierten Bereich. Herzfrequenzvariabilität ist gerade ausbalanciert, Ruhe, Herzfrequenz und Puls grundsätzlich wird getrackt. Ausdauerwert, da bin ich wohl Experte. Lauf VO2 Max ist ausgezeichnet. Dann mein Gewicht ist mit 89,2 Kilo zu hoch. Das sagt auch der BMI. Also alles unter 25 ist Normalgewicht, 25 bis 30 ist übergewichtig und über 30 ist man adipös. Ja, dieser Wert sollte runtergehen, als auch das Fitnessalter, hoffe ich. Kann ich ja mal hier in der Videoreihe dokumentieren. Also aktuell bin ich noch 39, in 2-3 Wochen bin ich glaube ich irgendwann 40. Cool wäre doch eigentlich, wenn ich das Fitnessalter nochmal unter 30 gedrückt bekäme. Mal schauen, ob mir das gelingt. So, und jetzt gehen wir auf das Training ein. Also, Ausgangslage war ja die, ich habe noch 6,5 Monate Zeit, aber der gekaufte Trainingsplan geht nur 16 Wochen. Was mache ich also bis dahin? Ich kann natürlich jetzt einfach das machen, was ich sonst so mache, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gut ist. Also kann ich mich ja jetzt mal auf den Garmin Coach einlassen, habe ich auch getan und ich finde das richtig intelligent, denn also einmal habe ich hier rechts das Event angegeben. Im Event ist hinterlegt, dass es ein Marathon ist. Es ist das Datum hinterlegt. Garmin weiß also noch, wie viele Wochen es sind. Ich habe gesagt, ich will das mit einer Zielzeit von 3,35 machen. Man könnte auch sagen, ich will es einfach nur schaffen, aber die 3,35 zählen dann gleich auch für den Trainingsplan. Sonst ist hier nichts Interessantes. Ich gehe hier raus und dann habe ich also für dieses Event auch den Garmin Coach aktiviert. Und das ist wirklich genial. Wir sehen hier, ich bin in der zweiten Woche von 29. Das Trainingsziel sind 3,35 und wir schauen uns mal die verschiedenen Phasen an. Ich bin gerade in der Vorbereitungsphase, die geht 2 Wochen. In dieser Phase liegt der Schwerpunkt insgesamt auf der Fitness, um dich auf das anstehende Trainingsprogramm vorzubereiten, das 6 Wochen vor dem Event beginnt. Wir lernen also, der eigentliche Trainingsplan geht 6 Monate und in den 2 Wochen vorher, die ich jetzt auch schon begonnen habe, legt er also eine Vorbereitungsphase. Das finde ich schon mal smart. Dann kommt der eigentliche Trainingsplan, der beginnt mit 2 Monate Basis. Die Grundlagenphase schafft durch die Verbesserung der aeroben Fitness und die Steigerung der während des Trainings zurückgelegten Kilometer die Grundlage für das kommende Training. Dann kommen 2 Monate Bildphase. In der Aufbauphase wird die Intensität des Trainings erhöht, um den aeroben Bereich zu verbessern. Dann 6 Wochen, glaube ich, max. Die Höchstformphase umfasst Trainings, um sich auf Geschwindigkeit und eine weitere Erhöhung der Intensität des Trainings zu konzentrieren. Und dann kommt die Reduzierung des Trainings in den letzten Wochen, auch Tapering-Phase genannt. Kann gerne 3 Wochen dauern, hier sind es jetzt wohl nur 2. In der Reduzierungsphase wird das Trainingsvolumen reduziert, jedoch wird die Intensität beibehalten, damit du erholt bist. Ja, denn ich sollte erholt an den Start gehen und das ist dann eben am Zieltag des Events der Fall. Der Wettkampftag ist da, du packst das. Okay, wunderbar. Ich habe den Trainingsplan verstanden, ich habe die Phasen verstanden und was ich auch noch machen konnte beim Anlegen des Garmin Coaches, ich konnte ihm sagen, ja, also ich möchte mit dem Marathon in einer bestimmten Zeit absolvieren. Ich möchte Montag frei haben und den Donnerstag frei haben. Die anderen 5 Tage kannst du mir also was auf den Trainingsplan schreiben. Er hat gefragt, wann ich die langen Laufeinheiten machen möchte. Ja, an Wochenenden, klar, Samstag, Sonntag und Zieltyp Pace. Ja, und an der Stelle hat gestern die Kamera die Aufnahme abgebrochen. Deswegen machen wir heute, einen Tag später, hier weiter. Das waren also die Einstellungen, die ich beim Trainingsplan vornehmen konnte. Und dann scrollen wir hier oben auf den Trainingsplan, gehen auf diese Woche. Wir sehen, es gab Trainingseinheiten Freitag, Samstag und Sonntag. Das waren einmal hier ungefähr 4 Kilometer Schwelle, dann 7 Kilometer Basis und hier unten Sonntag stand auch 7 Kilometer Basis. Da hatte ich aber nicht nochmal Bock drauf.
Dann habe ich einen 20 Kilometer Fettstoffwechsellauf gemacht und er hat das dann auch akzeptiert. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er hier schon den Fettstoffwechsellauf einträgt, aber als zweite Aktivität, die noch ausstehend, immer noch die 7 Kilometer Basis. Aber nee, ist nicht so. Hat er geschluckt, finde ich gut. Genau, das ist diese Woche und jetzt gehen wir in die nächste Woche. Und hier oben an diesem Läufersymbol sieht man, dass er 4-mal das Training für die nächste Woche schon spezifiziert hat. Ich mache ein Schwellentraining, ein Basistraining, ein anaerobes Training und noch ein Basistraining. Und an dem Punkt hier oben für Sonntag sieht man, ja, da hat er es noch nicht spezifiziert. Da schreibt er auch, weitere Details folgen. Das bedeutet für mich, er reagiert auf das, was ich tue. Er legt die Trainingseinheiten nicht zu früh fest, sondern schaut, wie entwickelt sich das Training, wie entwickeln sich die Erholungswerte und erst dann trägt er das ein. Und das macht auf mich einen richtig guten Eindruck und deswegen lasse ich mich da jetzt gerne drauf ein. Und zweiter großer Vorteil ist, jetzt auch wieder in Verbindung mit der Uhr, die Trainingspläne oder die Trainingseinheiten, die wir jetzt hier am Bildschirm sehen, sind auch 1:1 hier auf der Uhr. Das heißt, wenn ich an dem Freitag das anaerobe Training, was ein Intervalltraining ist, machen möchte, muss ich einfach auf den Tag gehen, kann das Intervalltraining anklicken und sagen starten und dann führt er mich da durch. Ja? Weil gerade beim Intervalltraining muss ich ja eigentlich die Länge vom Intervall festlegen, die Länge von der Erholungsphase, dann muss ich sagen, wie viele Wiederholungen möchte ich machen, möchte ich eine Warm-up-Phase machen, möchte ich einen Cooldown und all das muss ich jetzt gar nicht mehr, denn die Aktivität ist fertig hier auf der Uhr und die Uhr führt mich dadurch, sagt, okay, Aufwärmphase ist jetzt vorbei, jetzt 1 Kilometer schnell und dann jetzt 3 Minuten langsam und jetzt wieder schnell und jetzt ist Cooldown-Phase. Und das finde ich richtig gut. Das erste Laufwochenende. Ja, und was wäre ein Marathon-Vorbereitungsvideo ohne Laufeinheiten? Deswegen gehe ich jetzt mal kurz auf die 3 unterschiedlichen Läufe vom Wochenende ein. Am Freitag stand ein Schwellentraining auf dem Plan. Das bedeutet, dass man an der anaeroben Schwelle läuft, also ungefähr da, wo sich Laktatbildung und Abbau noch die Waage halten. Und wenn man gezielt in dem Bereich läuft, dann erhöht sich auf Dauer die Schwelle und man wird schneller. Ja, und das Training war so aufgebaut, dass ich erst 10 Minuten locker eingelaufen bin, dann waren es 4 Kilometer mit einer Pace von 4,50, also an der Schwelle, und danach wieder 10 Minuten locker auslaufen. War alles okay, lief gut. Am Samstag stand ein Basistraining auf dem Plan. Damit verbessert man einfach die Grundlagenausdauer, die natürlich beim Marathon stimmen sollte. Und dabei bin ich einfach die 7 Kilometer vom Start bis zum Ziel konstant mit einer Pace von circa 6 Minuten gelaufen. War alles easy, auch gut. Am Sonntag habe ich den Trainingsplan überstimmt und einen Fettstoffwechsellauf gemacht. Das sind lange, langsame Läufe, bei denen sich der Körper die Energie irgendwann nicht mehr vornehmlich aus den Muskeln holt, sondern nach vielleicht 20, 30 Minuten vermehrt aus den Fettreserven. Und diese Verstoffwechselung des Fetts muss man trainieren, macht es am besten mit einer geringen Intensität und einer Dauer von mindestens 2,5 Stunden. Und so wird man dann zum echten Fettverbrenner und kann dann sogar bei gleichbleibender Herzfrequenz auf Dauer schneller laufen. Ich habe den Lauf am Sonntagmorgen gemacht, bin aufgestanden, habe auf dem Balkon einen Kaffee getrunken und mich auf den Lauf bei klarem Himmel gefreut. Aber dann war ich laufen und es war eine Nebelsuppe. Jedenfalls lief es gut. Ich bin das mit einer Pace von circa 6 Minuten gelaufen. Da hätte ich ja eigentlich 25 Kilometer laufen müssen, um auf die 2,5 Stunden zu kommen. Aber ich wollte jetzt nicht von 10 direkt auf 25 springen, sondern wollte erstmal mit 20 Kilometer anfangen. Und ich habe das auch ohne Frühstück, also nüchtern gemacht. Und damit steigert man auch nochmal den Effekt der Verstoffwechselung. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Es freut mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich werde mal schauen, was ich in das nächste Marathon-Vorbereitungsvideo reinpacken werde. Falls ihr Themen habt, Fragen, Anregungen, verfasst gerne unten einen Kommentar. Das hilft mir auch so ein bisschen beim Inhalt der Videos. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und um den großen Frank Pachura zu zitieren, Selbstlaufen nicht vergessen. Also, ciao.